Hallo zusammen, Ankake. Über 8 Milliarden Menschen leben auf der Erde, und wenn man auch die hinzuzählt, die schon in der Geschichte geblieben sind, sind es noch viel mehr. Und wir sind alle einzigartig. Aber es gibt auch diejenigen, die sich viel stärker von anderen unterscheiden, sei es durch ihr ungewöhnliches Aussehen, ihre Fähigkeiten oder ihr Wissen. Und in diesem Video werdet ihr erfahren, wer sie sind, die einzigartigsten Menschen auf unserem Planeten. Ein Mensch mit blauer Haut läuft durch den Wald, und hinter ihm eine Menge wütender Leute, die ihn für einen Außerirdischen halten. Sie jagen ihn wie ein Tier, ohne ihm auch nur eine Minute zu gönnen, um durchzuatmen. Aber da ist das Missgeschick. Direkt unter seinen Füßen stößt er auf eine Wurzel, und der blaue Mann stolpert und fällt zu Boden. Sofort wird er von einer Menge umringt, die drohend Flüche schreit und mit Fäusten wedelt. Nein, das ist nicht der neue Teil von Avatar und auch kein anderer Science-Fiction-Film. Das ist die wahre Geschichte einer echten Familie. Alles begann in Amerika im Jahr 1820. Der junge Bauer Martin Fugate lebt ruhig und friedlich an einem abgelegenen Ort, und es geht ihm gut, nur seine Frau und Kinder fehlen ihm. Eines Tages trifft er auf der Straße ein wunderschönes Mädchen namens Elizabeth Smith, die später seine Frau wird. Das Paar weiß noch nicht, dass sie beide ein sehr seltenes rezessives Gen haben, eine Blutkrankheit, bei der die Eisenatome im Blut nicht oxidiert werden und die Gewebe nicht mit Sauerstoff versorgt werden. 4 von 7 Kindern der Fugates werden mit blauer Haut geboren. Bei manchen ist sie heller, bei anderen leuchtender. Alle hatten Angst vor dieser Familie, verspotteten sie oder mieden sie. Wegen dieser Isolation mussten Ehen zwischen Verwandten geschlossen werden, weshalb die Linie der blauhäutigen Menschen fortgesetzt wurde. Im 20. Jahrhundert erregten die einzigartigen Menschen die Aufmerksamkeit von Dr. Madison Cavignan III. Er war es, der die Ursache für diesen ungewöhnlichen Hautton herausfand und sogar Medikamente dagegen entwickelte. Benjamin Stessesi, ein Nachkomme des besagten Bauern Martin Fugate, war der letzte blauhäutige Mensch. Er wurde 1975 geboren, und sein blauer Hautton verschwand schnell im Laufe des Erwachsenwerdens, zeigte sich nur noch in blauen Schattierungen auf den Lippen und den Fingerspitzen. Eine weitere nicht weniger fantastische Geschichte ereignete sich in China. Genauer gesagt, das ist sogar nicht nur eine Geschichte, sondern eine Reihe ähnlicher Ereignisse. Im Jahr 2009 begannen bei der 100-jährigen Chinesin Zhang Ruifang Hörner zu wachsen. Der erste erschien an der linken Seite der Stirn. Zuerst war es ein kleiner harter Wuchs, so groß wie eine Erbse, aber schon nach einem Jahr überstieg seine Länge 7 cm. Der zweite symmetrische Horn erschien ein Jahr später an der rechten Seite der Stirn. Die Fotos der alten Chinesin verbreiteten sich schnell im Internet. Einige Leute fingen an zu schreiben, dass das Auftreten von Hörnern unerklärlich sei, dass es sich um die Machenschaften des Teufels handele. Aber in Wirklichkeit ist alles viel einfacher. Dieses Phänomen lässt sich leicht wissenschaftlich erklären und wird als Hauthorn bezeichnet. Es ist bekannt, dass Hauthörner manchmal bei älteren Menschen wachsen. Tatsächlich sind das Tumore, meistens gutartig. Sie bestehen aus konzentriertem Keratin und können sowohl eigenständig entstehen als auch aus bereits vorhandenen Papillomen, Warzen oder Narben auf dem Kopf. Die Geschichte mit dem Genre Funk ist also kein Einzelfall. Im Jahr 2015 tauchten Informationen über Liang Xureng im Netz auf. Die 87-jährige Chinesin wurde die Einhornfrau genannt. Und das alles, weil auf ihrer Stirn ein riesiges 13 cm Horn gewachsen war. Die alte Dame fühlte sich mit so einem großen Wuchs auf dem Kopf unwohl und wandte sich an die Ärzte in der Hoffnung, dass sie es ihr entfernen würden. Doch die Verwandten der Frau waren dagegen, sie gaben nicht ihr Einverständnis zur Operation. Heutzutage lässt sich ein Hauthorn leicht behandeln, meistens wird es einfach chirurgisch entfernt. Im 17. Jahrhundert landeten Menschen mit verschiedenen Gesundheitsanomalien in Freakshows. In jenen Zeiten gab es nicht allzu viele Möglichkeiten, angeborene oder erworbene körperliche Mängel zu beheben. Diese Menschen waren auf ihre eigene Weise einzigartig. Ungewöhnlich große oder kleine, zu dicke oder zu dünne Menschen, Menschen mit besonderen Merkmalen oder einfach alle möglichen außergewöhnlichen Menschen, die das Publikum schockieren können. Die ersten Erwähnungen von einzelnen Freaks, die das Publikum gegen Geld unterhalten, stammen bereits aus dem Mittelalter. Die siamesischen Zwillinge Lazarus und Johannes der Täufer Kalarido unterhielten König Kali.
Tatsächlich war nur Lazarus vollständig entwickelt und in der Lage zu denken. Johannes hingegen steckte ihm aus der Brust, konnte nicht sprechen, nicht denken und seufzte nur gelegentlich tief. Heutzutage sind siamesische Zwillinge kein so seltenes Phänomen mehr. Es gibt tausende solcher Geschichten. Die moderne Medizin ermöglicht es, solche zusammengewachsenen Menschen zu trennen, sofern keine Gegenanzeigen vorliegen. Freakshows waren in England später nicht besonders beliebt, aber in Amerika wurden entstellte Menschen bis ins 20. Jahrhundert beobachtet. In den Jahren 1880 bis 1930 gab es in den USA mehrere hundert solcher Einrichtungen. Es gab sogar eine spezielle Klassifikation von Freaks und jeder respektable Zirkus musste eine bestimmte Auswahl an ungewöhnlichen Menschen haben. Bärtige Damen, Skelettmenschen und Beinamputierte schockten schon lange niemanden mehr, deshalb suchten die Betreiber solcher Shows nach den einzigartigsten Darstellern. Zu solchen gehört das 12-jährige Mädchen Ella Rapper mit einer seltenen Anomalie der Kniegelenke. Wegen ihrer Erkrankung bewegte sie sich ausschließlich auf allen Vieren. In der Show erhielt Ella den Spitznamen Kamelmädchen. In den Werbungen und Ankündigungen ihrer Auftritte wurde sie als außergewöhnlich schöne junge Dame dargestellt, die Körperteile und eine Gangart hatte, die an ein Kamel erinnerten. Bis 1955 hatten alle europäischen Staaten und die meisten Bundesstaaten der USA das Verbot von Freakshows als Phänomen angenommen. Würdet ihr gerne eine Superkraft haben? Zum Beispiel verschwinden, sich teleportieren oder sogar fliegen. Oder vielleicht metallische Gegenstände an seinen Körper ziehen. Genau so eine Superkraft hat Etibar Elchiv. Er wird oft als Rekordhalter für Löffel bezeichnet, weil er 2012 in der Lage war, 52 Bestecke auf seinem Körper zu balancieren. Dieses Ereignis wurde offiziell im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnet. Es ist nicht ganz klar, wie er das macht. Hat sein Körper wirklich ein ungewöhnliches Magnetfeld? Einige Forscher, die mit Etibar gearbeitet haben, glauben, dass der menschliche Magnetismus nichts mit dem gleichnamigen wissenschaftlichen Phänomen zu tun hat. Solche Menschen können nicht nur metallische Gegenstände anziehen, sondern auch gläserne. Zum Beispiel kann der Amerikaner Jimmy Keaton ohne Kleber und andere spezielle Materialien Dosen auf seinem Kopf balancieren. Einige Wissenschaftler und Ärzte sind sich einig, dass diese ungewöhnliche Fähigkeit durch die Eigenschaften der Haut erklärt werden kann. Die Poren auf Yamis Haut sind so groß, dass sie wie Saugnäpfe funktionieren und Gegenstände durch den Druck halten, der zwischen der Haut und dem Objekt entsteht. Also gibt es nichts Übernatürliches an den Fähigkeiten dieser Männer. Alles lässt sich durch Wissenschaft erklären. Eine weitere Superkraft könnte man als ausgezeichnetes Gedächtnis bezeichnen. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Menschen, die sich buchstäblich an alles erinnern, was in ihrem Leben mit ihnen passiert ist. Bis ins kleinste Detail alles, was du gestern, vor einer Woche oder sogar vor einem Jahr gemacht hast. Jill Price, ein Mädchen, das nicht vergessen kann. Sie hat eine seltene Gedächtnisfähigkeit, die in der Medizin Hyperthymise genannt wird. Es ist die Fähigkeit einer Person, eine riesige Menge autobiografischer Informationen zu erinnern und wiederzugeben. Ich selbst verstehe nicht, woran es liegt, aber jede meiner Bewegungen, die ich jemals gemacht habe, hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich kann euch ohne Mühe von allem erzählen, was an jedem Tag meines Lebens mit mir passiert ist, wen ich gesehen habe, was ich gelesen oder geschaut habe, was ich gefühlt habe und wo ich mich aufgehalten habe. Um mich an jedes Detail zu erinnern, brauche ich nichts außer meinem Gedächtnis. Weder Fotos noch Aufnahmen oder irgendetwas anderes werde ich verwenden, aber ich kann jedes Detail erzählen, weil es sich zu fest in meinem Gedächtnis eingegraben hat, sagt Jill. Ja, es ist natürlich großartig, sich an alles zu erinnern, was in deinem Leben passiert ist, an jedes freudige Ereignis, aber das Schlechte vergisst man auch nicht. Niemand möchte jedes Mal die traurigsten Ereignisse aus seinem Leben wieder durchleben und sie immer wieder in Gedanken durchspielen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das Mädchen kein absolutes Gedächtnis hat, das heißt, sie kann ein Buch nicht einmal lesen und es dann sofort Wort für Wort wiedergeben. Ihre Besonderheit besteht genau darin, Fakten und Ereignisse aus ihrem persönlichen Leben zu erinnern. Aber die einzigartigsten Menschen sind nicht nur die, die über ungewöhnliche physische Eigenschaften oder Fähigkeiten verfügen, sondern auch die, die die Gesellschaft mit ihren Fähigkeiten und seltsamen Taten überraschen.
Was denkt ihr, kann ein Mensch ein Flugzeug bewegen? Kevin Fast hat bewiesen, dass das möglich ist. Dieser Mann hält zahlreiche Weltrekorde im Guinness-Buch, die mit dem Einsatz von Kraft zu tun haben. Zum Beispiel zog er im September 2008 einen schweren LKW mit einem Gewicht von 57,000 Kilogramm über etwa 30 Meter. Und im Jahr 2009 bewegte er ein riesiges Flugzeug. Das fliegende Fahrzeug wog ganze 188 Tonnen. Für diese Rekorde erhielt er den Spitznamen der Menschenschlepper. Interessant ist, dass Kevin Fast in seinem normalen Leben als Pfarrer in einer lutherischen Kirche arbeitet. Der Mann ist überzeugt, dass der sportliche Ehrgeiz gut mit der Religion vereinbar ist, denn man kann ihn auf edle Ziele lenken. Indem er neue Guinness-Rekorde aufstellt, lenkt er auch die Aufmerksamkeit der Menschen auf wohltätige Aktivitäten. Zum Beispiel, als er ein riesiges Haus auf Schienen bewegte, konnte er etwa $70.000 für eine Firma sammeln, die sich um Wohnraum für Bedürftige kümmert. Die Rekorde haben dem einzigartigen Pfarrer weltweiten Ruhm eingebracht und er hat nicht vor, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Wenn wir über seltsame Taten sprechen, können wir den 5. Herzog von Portland nicht unerwähnt lassen. William Scott wurde in eine wohlhabende Familie geboren und hatte alles, um ein erfolgreicher Mensch zu werden. In seiner Kindheit war er ein ganz normales Kind, aber mit den Jahren erwachte in ihm eine manische Leidenschaft für die Einsamkeit. Einfach gesagt, wurde der Mann zum Soziophoben. Im Erwachsenenalter erreichte dieses Problem seinen Höhepunkt und der Mann baute unter dem Familienanwesen ein echtes unterirdisches Reich. Er persönlich entwarf die Pläne, nach denen unter dem Gebäude Labyrinthe aus geräumigen und prunkvoll eingerichteten Wohnzimmern, Empfangsräumen, Esszimmern, Arbeitszimmern, Bibliotheken, Musikzimmern und Billardräumen ausgehoben wurden. In all diesen Räumen gab es jedoch nicht den Hauch eines menschlichen Daseins, an den Wänden hingen nicht einmal Porträts. Der Zugang zu diesem Reich der Dunkelheit war nur den vertrauenswürdigsten Dienern gestattet, aber selbst sie haben ihren Herrn nie gesehen. Seine Wünsche äußerte er in Notizen mit Anweisungen, in welchem Saal der Tisch gedeckt werden sollte und wo das Bett vorbereitet werden sollte. Dass sich Sir William noch nicht in einen Geist verwandelt hatte, bewiesen nur die täglichen Teller mit Essensresten und gefüllten Nachttöpfen, die er zurückließ. In dieser Abgeschiedenheit wurde der 5. Herzog von Portland 80 Jahre alt. Eines Tages fanden die Diener unberührten Pudding auf einem Teller und dann wehte ein widerlicher Geruch aus den unterirdischen Besitztümern des Herzogs. Niemand hat jemals den Grund für Sir Williams seltsames Verhalten herausgefunden. Stellt euch vor, ihr könntet euer Lieblingsessen nie wieder probieren. Nicht unbedingt wegen irgendwelcher Krankheiten oder Diäten, sondern einfach so, aus freiem Willen. Enidia die Fähigkeit, ohne Nahrung zu leben. Anhänger behaupten, von Naturenergie zu leben. Nun, zumindest behaupten die Anhänger dieser Pseudowissenschaft, dass sie keine Nahrung brauchen und ganz entspannt leben können, indem sie die Energie der Natur konsumieren. Einer dieser einzigartigen Menschen war der indische Yogi Prahlad Chane. Dass er über einen langen Zeitraum nichts aß und trank und sich dabei hervorragend fühlte, wurde sogar von Wissenschaftlern bestätigt. Der indische Mediziner Sudhir Shah und sein Team beobachteten den Mann 15 Tage lang genau und kamen schließlich zu dem Schluss, dass Prahlad Chane tatsächlich auf eine der Wissenschaft unbekannte Weise Energie erhält. 2010 kritisierte Sanal Edamaruku, Präsident, ein Experiment. Der Yogi konnte seinen Hals spülen und baden, ohne Kontrolle. So konnte er genug Wasser schlucken. Er erklärte, dass der indische Yogi die Möglichkeit hatte, regelmäßig seinen Hals mit frischem Wasser zu spülen und zu baden, ohne dass es eine angemessene Kontrolle gab. Das bedeutet, dass er jederzeit die Menge Wasser schlucken konnte, die er für ein normales Leben benötigte. Außerdem stellte sich heraus, dass Yog nicht ständig überwacht wurde, das heißt, es gab Momente, in denen Prahlad Chane völlig allein war und tun konnte, was ihm gerade in den Sinn kam. Auf jeden Fall ist dieser Mann nicht der einzige Anhänger der Genidia, und daher kann man nicht mit Sicherheit sagen, dass es solche einzigartigen Menschen nicht gibt. Dennoch bestehen die Wissenschaftler darauf, dass langanhaltendes Fasten und der Verzicht auf Wasser zu schwerer Dehydration und sogar zum Tod führen können. Deshalb empfehlen wir nicht, sich mit solchen Wissenschaften zu beschäftigen. Und außerdem, wie kann man freiwillig auf sein Lieblingsessen verzichten? Während die einen absichtlich hungern, essen die anderen Steine. Das kassiert alles im selben Indien.
Taco Aperunagundi hat schon in seiner Jugend eine Vorliebe für das Essen von Ziegen entwickelt. Jetzt ist er etwas über 30 Jahre alt und hat mehr als die Hälfte seines Lebens täglich nicht weniger als 3 Kilogramm Steine gegessen. Dabei fühlt er sich gut, hat keine Probleme mit dem Verdauungssystem und seine Zähne sind stark und gesund. Neben Steinen isst Paco Ape auch Erde und Sand und kann sich einfach nicht von dieser schlechten Angewohnheit befreien. Ärzte glauben, dass der Mann an einer nicht sehr verbreiteten Krankheit namens Pica leidet. Ihr Hauptsymptom ist das Verlangen, verschiedene ungenießbare Dinge zu essen, und es ist wahr, Steine und Erde kann man wirklich nicht als essbar betrachten. Aber auf unserem Planeten gibt es einen erstaunlichen Ort, an dem man den Boden tatsächlich essen kann. Das Dorf Taban liegt in Indonesien und die Menschen, die hier leben, essen nicht nur regelmäßig Erde, sondern bereiten auch verschiedene Snacks daraus zu. So ein Essen nennt man Ampo. Es wird aus von kiesbefreiter Schwarzerde von den nächstgelegenen Reisfeldern zubereitet. Die einheimischen Ureinwohner glauben, dass Ampo sehr gesund ist. Es hilft, mit Schmerzen umzugehen und hat positive Auswirkungen auf die Haut. Unsere Geschichte zählt Tausende oder sogar Millionen solcher ungewöhnlicher Menschen. Sie unterscheiden sich von anderen nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihre erstaunlichen Fähigkeiten und Taten. Aber selbst wenn du in deinem Leben nichts Beeindruckendes gemacht hast, bist du trotzdem einzigartig. Denkt daran. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns unbedingt einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Wir würden uns freuen, in den Kommentaren zu lesen, welche anderen ungewöhnlichen Menschen ihr kennt. Danke fürs Zuschauen.